Daniel chapter 6 verse 3 says, Then this Daniel distinguished himself above the governors and satraps because an excellent spirit was in him. And the king gave thought to setting him over the whole realm. Und in Daniel Kapitel 6, Vers 4 heißt es, da übertraf dieser Daniel die Minister und die Satrapen, weil ein außergewöhnlicher Geist in ihm war. Und der König beabsichtigte ihn über das ganze Königreich einzusetzen. I want you to remember that Daniel was one of the captives. Ich möchte euch daran erinnern, dass Daniel einer der Gefangenen war. They were in a foreign land. Und sie waren in einem They were anderen in Land. Babylon. Sie waren in Babylon. Now, can you imagine that can be a very depressing situation? Könnt ihr euch das vorstellen? Das kann eine sehr deprimierende Situation sein. But here, Daniel, it says he is described to have an excellent spirit. Aber wie wir hier lesen, sehen wir, dass Daniel einen exzellenten Geist He hatte. did not say that he had a depressed spirit. Hier steht nicht, dass er einen deprimierten Geist He had hatte, an excellent spirit. sondern einen exzellenten. They were prisoners. Sie waren Gefangene. Not prisoners behind bars, but basically they were prisoners in another land. They were taken from Israel and brought to Babylon. Sie waren vielleicht nicht Gefangene hinter Gittern, aber sie waren dennoch Gefangene in einem anderen Land. So it is pretty much illogical. It does not follow logic that this guy is doing well. Deshalb ist es eher unlogisch, dass es diesem Mann so gut geht. And he was, a matter of fact, he was an intelligent man. Also er war ein intelligenter Mann And he had a position. und er hatte jetzt noch eine He Position. was in government. Er war in der Regierung. And it says here that among his peers, the king noticed that he really even excelled. Und es heißt hier, dass er unter seinen Altersgenossen, er war über ihnen voraus. You know, maybe just for you to understand, maybe, you know, he was like a Ronaldo or he was a Messi, you know. Also für diejenigen, die es vielleicht nicht so ganz verstehen, er war vielleicht ein Ronaldo oder ein Messi. He excelled. Er war besser. That's what we're talking about. Darum geht es. All right? And then I just like to look up the definition of excellence. Und ich habe die Definition von Exzellenz According to nachgeschaut. the Cambridge Dictionary, the quality of being excellent, outstanding, or extremely good. Das heißt dort, das ist die Qualität, ausgezeichnet, herausragend oder extrem gut zu sein. Hallelujah. All right? We all know what made in Germany means. Wir wissen alle, was es bedeutet, wenn wir lesen Made in Germany. Good quality. Das ist eine gute Well, Qualität. at least that is the expectation. Zumindest ist das die Erwartung. So, but it says here, the quality. So, I just want to emphasize that. Quality. It's a quality. Also hier möchte ich darauf doch mal hinweisen, dass hier steht, es ist eine Qualität. Alright? You know, Irma and I, when we first came in Germany, somebody gave us a rice cooker. Meine Frau und ich, als wir jetzt zum ersten Mal hier nach Deutschland kamen, hat jemand uns einen Reiskocher geschenkt. You know, that thing lasted for 20 years. Wisst ihr, dieser Reiskocher hat 20 Jahre lang gehalten. I ate a lot of rice. Und ich habe sehr viel Reis gegessen. Actually, it was still working. You know what I mean? It was just something that we did wrong. But the thing, that's quality. Aber wir haben diesen Reiskocher so lange benutzt und ich sag's euch, das ist Qualität. Alright? The quality of being. It says being. It's a being. Hier steht, es ist die Qualität zu sein. Before we talk about the doing, there's the being. Bevor wir jetzt darüber reden, etwas zu tun, reden wir über das Sein. So what we do is a result of what we are. Das heißt, das, was wir tun, ist ein Resultat von dem, wer wir That's sind. why I'm talking about an excellent spirit. Und deshalb sprechen wir über einen exzellenten Geist. Before anything that will come out excellent on the outside, there's got to be excellence on the inside. Bevor etwas im Äußeren in Exzellenz passieren kann, muss es im Inneren exzellent sein. Outstanding. Es ist herausragend. It's not just average. Also es ist nicht nur der Durchschnitt, It's outstanding. sondern es ist Halleluja. herausragend. Extremely good. Es ist extrem gut. There's a preacher by the name of Yentesen Franklin. I like what he said. He said, excellence is doing what you can do well with a good attitude. Und dieser Pastor jetzt in Franklin hat etwas gesagt und das gefällt mir sehr gut. Das heißt,
etwas, was du gut tun kannst mit einer guten Einstellung. Because you could do something good, but if you're murmuring, complaining, saying bad words, it's not excellent. Weil du kannst etwas gut tun, aber wenn deine Einstellung ist mit Bitterkeit, mit Murren und schlechten Worten, dann kann es nicht exzellent sein. You go to a restaurant, Du kannst in ein Restaurant gehen, the food may be good, das Essen kann gut schmecken, but I mean if the service is bad, aber wenn der Service dort schlecht ist they throw the food at your table, und sie lassen einfach das Essen auf deinen Tisch fallen, I don't know if you're going to go back ich there. weiß nicht, ob du dann zurückgehen wirst. There's got to be a good attitude. Es muss eine gute Haltung geben. Now you have to forgive me. Jetzt müsst ihr mich entschuldigen. I'm going to show you a video clip. Ich werde euch einen Videoclip zeigen. This is not a Christian singer. Sie ist keine christliche Sängerin It's not a Christian song. und es ist auch kein christliches Lied. But when David introduced this singer to me, Aber als David mir diese Sängerin gezeigt hat, I've lost count how many times I've watched this. kann ich nicht mehr zählen, wie oft ich das angeschaut habe. Now we edited it just for 1 minute. Wir haben es nur kurz bearbeitet, also nur einen Ausschnitt. So it's not going to be the whole song. Also es ist nicht das ganze Lied. And this is a Tagalog song. Es ist ein Tagalog-Lied, Filipino-Lied. You could go to YouTube. Well, you're going to waste a lot of time. But Also ihr könnt es auf YouTube anschauen, aber ihr werdet viel Zeit verschwenden. all voice coaches, singers, trainers, they were reacting to this song. Und es gibt so viele Gesangslehrer und Sänger und die haben dieses Video angeschaut und darauf And you reagiert. know what they were saying? Und wisst ihr, was sie alle gesagt haben? Flawless. Dass sie makellos singt. Perfect. Dass sie perfekt singt. Outstanding. Es ist herausragend. Now, like I say, it's not a Christian song, Ich weiß, dass es kein christliches Lied ist, but you know, it's excellent. aber es ist mit Exzellenz. And you know, when something is excellent, Und wenn etwas exzellent ist, it's attractive. dann ist es attraktiv. It is good Es ist gut, to hear. gut zu hören. So, I'm done with that. You see, if something is excellent, it is attractive, Also wenn etwas exzellent ist, dann ist es attraktiv, it is pleasing. es ist ansprechend. You know, like I said, I've lost count how many times I've watched this song. Deshalb, wie gesagt, ich kann nicht mehr nachzählen, wie oft ich dieses Video angeschaut habe, Because it's excellent. weil es exzellent ist. Alright? I've lost, you know, you are impressed. It is impressive. Du bist beeindruckt. It's not something that you just, turn your back on. Es ist nicht etwas, wo du dir einfach den Rücken zukehrst. She delivered the song very effectively. Sie hat das Lied sehr effektiv gesungen. You know, it's Tagalog, Es ist Filipino and you look, the international people who were reviewing that song, und diese internationalen Leute, die dieses Lied bewertet haben, some of them were crying. haben sogar geweint. They didn't understand the language, Aber sie verstehen nicht mal die Sprache, but they were crying. aber haben geweint. It seems so effective. Das heißt, sie hat es effektiv dargestellt. It satisfies, Es ist befriedigend, inspirational, es ist inspirierend, memorable. unvergesslich. And you see, when you do something excellent, Und wenn du etwas exzellent machst, people are going to be willing to pay. dann sind Menschen willig zu bezahlen. Right? Stimmt's? If it's excellent, you're willing to pay the price. Wenn etwas exzellent ist, dann bist du willig, den Preis zu bezahlen. And if you receive something from God, Aber wenn du von Gott etwas empfängst and
you use it in an excellent way, und du es nutzt in einer exzellenten Art und Weise, you are valuing what God gave you. dann gibst du dem Wert, was Gott dir gegeben hat. That's why you release it, you use it in an excellent way. Und deshalb kannst du das freisetzen, weil du es in einer exzellenten Art und Weise nutzt. Because you're saying to God, God, thank you for giving me this talent. Weil was du God, thank God for giving me sagst, this gift. ist Gott, danke, dass du mir dieses Talent geschenkt hast. And if it's excellent, it is something desirable. Und wenn du etwas exzellent tust, dann ist es begehrenswert. You know, where was it? You know, sometimes we travel a lot. Wisst ihr, wir verreisen viel. Sometimes there are hotels that, they say they're 4-star or 5-star. Und dann gibt es manchmal Hotels, die sagen, die haben 4 oder 5 Sterne. But then when we go there, what do you want? You end up disappointed. Und dann geht man dorthin und dann ist man enttäuscht. Where did these people get their star? Und dann fragt man sich, von wem haben sie überhaupt diese Sterne bekommen? It's imagine. Also das ist bestimmt nur eine Vorstellung. I tell you, there are places that we've been through. Und ich sag's euch, wir waren schon mal an Orten oder Hotels. We come back. Und dort gehen wir auch wieder And we zurück come back und kommen wieder, because we get excellent service, weil wir einen exzellenten Service bekommen excellent accommodation. und exzellente Herberge. All right. Am I getting? Am I making clear the point here? Macht es für euch so Sinn? Ist And das klar? when you do something excellent, Wisst ihr, wenn ihr etwas exzellent macht, you're fulfilled. dann fühlst du dich auch gesättigt oder befriedigt. There's a preacher. This preacher travels always to Chicago airport, was it? So in Atlanta. Anyway, to a certain airport. Es gibt diese Pastorin und sie fliegt immer über einen gewissen Flughafen. Ich weiß nicht, ob Chicago oder in Atlanta war. And then when he goes to the toilet, Also er ist männlich. Also jedes Mal, wenn er dann dort auf die Toilette geht, he said the toilet experience is wonderful. und er hat dann gesagt, die Erfahrung auf der Toilette dort ist so wunderbar, Because the floor is so clean. weil der Boden so sauber ist. He said you could put your food on the floor and you could eat from the floor. It's so immaculately clean. Und er hat dann gesagt, du könntest dein Essen auf den Boden auf dieser Toilette stellen, weil es so sauber ist. Hey, it's like you're in the toilet. You don't want to leave the toilet. Er hat gesagt, du bist dann dort auf dieser Toilette und du willst gar nicht mehr gehen. And then the lady who cleans it, Und die Dame, die die Toilette putzt, she smiles at the people. sie lächelt immer die Leute zu. Now in America, it's not like here in Germany. In America, you don't need to pay for a toilet. Also wisst ihr, in den USA, da musst du nicht bezahlen, um aufs Klo zu gehen, wie hier. So here in Germany, if you don't have any coins, you have to hold it. Deshalb, wenn du hier in Deutschland kein Geld hast, dann musst du es halt halten. So they don't get money. Also dort zahlst du nicht. But this lady, she cleans the toilet. Aber diese Dame hat diese Toilette immer so geputzt. And it's all the time. Und es ist immer so. There's a barber, Und es gibt a Christian barber, und es gibt einen christlichen Friseur and he cuts hair. und er schneidet Haare. And there's this guy. Und dann gibt es diesen einen Kunden, He never tips. er gibt ihm nie Trinkgeld. In America, you need to tip. Und in den You USA, must tip. du musst Trinkgeld geben. When you go to America, you need to have something to give. Also wenn ihr in die USA verreist, ihr müsst immer etwas haben fürs When Trinkgeld. you eat in a restaurant, at least 15% of your bill is the tip. At least, most of the time it's 20%. Also wenn ihr dann dort essen geht, 15% immer und meistens auch 20% von eurer Rechnung ist das Trinkgeld obendrauf. There's this guy, he never tips. Und da gibt es jetzt diesen einen Kunden, er gibt nie Trinkgeld. But the barber, he's a Christian, he gives him the best barber cut. Und dieser eine Friseur, er ist Christ und er gibt diesem Kunden immer den besten Service, den besten Schnitt. And his colleagues were telling him, how come you give him don't cut his hair, he's not giving you any tip. Und seine Kollegen haben ihm gesagt, wieso schneidest du ihm seine Haare überhaupt? Lass ihn doch. And you know what this Christian barber said? Und wisst ihr, was dieser christliche Friseur gesagt hat? What I'm doing it for God. Er hat gesagt, was ich tue, das tue ich für den Herrn. And I don't care if he does not give me any tip.
Es ist mir egal, ob er mir Trinkgeld gibt oder nicht. What I do excellent. Was ich tue, das tue ich exzellent. That's his problem. He doesn't want Das to give me. ist sein Problem, wenn ihr mir kein Trinkgeld geben But wollt. at the end of the day, this guy, this barber, he has a clean conscience. Aber am Ende des Tages, dieser Friseur, er hat ein gutes Gewissen. He is fulfilled. Und er ist gefüllt. Alright, am I still talking to anybody here? Spreche ich noch zu jemandem? You know, if you're excellent, doors will open. Wisst ihr, wenn du exzellent bist, dann werden dir Türen geöffnet. This was David. Das war jetzt hier David. He played an instrument. Er hat ein Instrument gespielt. You know? And then when the king got crazy, Und als der König da an etwas verrückt they said, wurde, you need a musician. und man ihm sagte, du brauchst einen Musiker um dich herum. And they heard about, and there was a guy who said, oh, I know a man. I know a young man. David, the son of Jesse. He plays the instrument skillfully. Skillfully. Und da hieß es, da hat er gesagt, ich kenne einen jungen Mann, der heißt David, der ist der Sohn von Jesse und er spielt ein Instrument sehr mit exzellenten Fähigkeiten. Because of that, the door opened for the palace for David. Und aus diesem Grund wurden die Tore des Palastes für David geöffnet. You know, there's now a Filipino in the America God's Talent. Wisst ihr, es gibt jetzt einen Filipino, der ist bei America's Got Marcelito Pomoy. He's now in the grand finals. und der ist jetzt im Finale. This guy was, he grew up very poor. Und dieser Mann ist sehr arm aufgewachsen. And he sang Und er hat dann dort gesungen. Manny Pacquiao, Manny Pacquiao, the only boxer who has title in 8 different classes. Und Manny Pacquiao ist der einzige Boxer, der gewonnen hat in acht verschiedenen Gewichtsklassen. He was so poor, he would just drink water. Er war so arm, dass er nur Wasser getrunken hat. He had no money to buy food. Er hatte kein Geld, um Essen zu kaufen. That's why he went to boxing. Und deshalb ist er zum Boxen gegangen, Just to have something to buy rice. um sich Reis kaufen zu können. But now, no one has reached his level. Aber bis heute hat keiner sein Niveau erreicht. Excellent spirit. Exzellenten Geist. You know, you go to the Philippines, Wenn ihr auf die Philippinen geht you go to the mall, und du dort in ein Einkaufszentrum gehst and there's always a karaoke or video. und dort gibt es immer irgendwo eine Karaoke-Maschine. And when you hear some of the singers, Und wenn du dann manchmal dort Leute singen hörst, you thought you're in a concert. denkst du bist auf einem Konzert, They're very good. weil sie so gut sind. Well, not all, but, Nicht alle, but there are many good. aber viele sind And they gut. just sing in the mall. Und die singen einfach nur dort im Einkaufszentrum. And you know, some of them get discovered. Und manche von ihnen werden dann entdeckt They land in a good job or... und kriegen dann einen guten Job. Alright, are you still with me here? Seid ihr noch dabei? Excellence will open doors for you. Exzellenz wird dir Türen öffnen. So I mean, don't be mediocre. Deshalb sei nicht nur ein Durchschnitt in den. You know, we have a saying in Filipino, pwede na yan. Es gibt auf den Philippinen so ein Sprichwort, ja, passt schon. I mean, this vocabulary should not be among us. Aber ich muss sagen, dieses Vokabular sollte nicht unter uns We sein. cannot just say, pwede na yan, it's okay. Wir sollten niemals sagen, ja, passt schon. If it's for the Lord, it's got to be the best. Wenn es für den Herrn ist, dann muss es das Beste sein. Can I hear hey? Kann ich dazu was hören? Amen. All right. Amen. So, like, all of the scriptures talk about the same thing. Whatever you do it for the Lord. All diese Verse gehen darum, dass alles, was du tust, wenn du es für den Herrn tust, dann, allem, was du tust, tu es für den Herrn. Our audience is one. Unsere Audienz ist einer. God is our audience. Und das ist Gott. I told you about the church that was born in Wuppertal. Ich habe euch erzählt von der Gemeinde, die in Wuppertal gegründet wurde. I ordained Brother Mike as the pastor there. Und ich habe Bruder Mike als den Pastor dort eingesetzt. Do you know how that church was born? Wisst ihr, wie diese Gemeinde zustande gekommen ist? I was preaching in a Wohnzimmer, in a living room. There were probably less than 10 people in the living room. Weil ich war dort in der Nähe und ich habe
in einem Wohnzimmer gepredigt und es waren vielleicht 10 Menschen. And there were 2 Nigerians from Wuppertal that they were there. Und da kamen diese 2 Nigerianer aus Wuppertal und die waren dort dabei. And you know what Brother Mike said? Und wisst ihr, was Bruder Mike gesagt When hat? he was listening to me preach, Als er mir zugehört hat, als ich gepredigt hatte, look at this Filipino. hat er gesagt, schau dir mal diesen Filipino an. He preaches like he's preaching in a stadium. Er predigt so, als ob er in einem Stadion wäre. We're less than 10 people in this. Wir sind weniger als 10 Leute in diesem Wohnzimmer. He's preaching a storm. Und er predigt hier, als ob er gegen einen Sturm predigen würde. And he memorized what I preach. Und er hat dann diese Predigt auswendig Up to gelernt. this day, he could tell me what I preach. Bis heute kann er mir genau sagen, was ich gepredigt habe. And now he's a pastor in Wuppertal. Und jetzt ist er in Wuppertal ein Pastor. Whatever you do for the glory. Was auch immer du tust, tu es für die Herrlichkeit Gottes. Whether it's a big or a small crowd. Ob es ein kleines oder großes Publikum ist. Now, how can I do something excellent? Jetzt die Frage, wie kann ich etwas exzellent machen? You need to have wisdom. Du brauchst Weisheit. You need to have knowledge. Du brauchst Wissen. Alright? Do you know the singer Morissette? Kennt ihr die Sängerin von vorhin? She did not win the first prize in the contest that she joined. Sie hat eigentlich bei einem Wettbewerb mitgemacht und sie hat nicht gewonnen. She was not that good. Sie war nämlich zu der Zeit nicht I so mean, she gut. was good, Sie war gut, but there was always somebody better than her. aber immer war jemand besser als sie. But you know, she trained. Aber sie hat trainiert und trainiert. She trained and trained. Sie hat trainiert und trainiert. In all you're getting, get wisdom. In allem, was du tust, suche das Wissen. How can you be excellent? How can you be excellent if you don't know what to do? Wie kannst du exzellent werden, wenn du nicht weißt, was du tun sollst? I never stop reading. Ich höre nie auf zu lesen. You know, you read books, Lest Bücher, study, studiert keep on studying. und studiert weiterhin. Alright. Gising pa ba? Seid ihr noch wach? The queen of Sheba heard that Solomon was a wise man. Die Königin von Saba hat gehört, dass Salomo ein weiser König ist. She said, oh, it's exaggerated. Und sie hat sich gedacht, ach, das ist doch nur bestimmt And she übertrieben. went Und deshalb ist sie and she hingegangen asked all the hard questions. und sie hat ihm alle schwere Fragen It was gestellt. very easy for Solomon. Und es war sehr einfach für König But Salomo look at zu this. beantworten. And when the queen of Sheba had seen all the wisdom of Solomon, the house that he had built, the food on his table, the sitting of his servants, the service of his waiters, and their apparel, his cupbearers, his entryway by which he went up to the house of the Lord, there was no more spirit in her. Und als die Königin von Saba all die Weisheit Salomos sah und das Haus, das er gebaut hatte und die Speise auf seiner Tafel und die Sitzordnung seiner Knechte und die Aufwartung seiner Diener und ihre Kleidung und seine Getränke und sein Brandopfer, das er im Haus des Herrn opferte, da geriet sie vor Staunen außer sich. When she saw the wisdom of Solomon, Als sie die Weisheit von König Salomo sah, she saw it. sie sah What es. does it mean? Was bedeutet das? It's not just in the brain of Solomon. Es ist nicht nur in dem Verstand von König It Salomo, manifested. sondern es hat sich manifestiert. Are you getting what I'm saying? Versteht ihr, was ich sage? You know, my first time to come to Germany, Wir sind das erste Mal, als ich nach Deutschland kam, oh, I could not believe it. ich konnte es nicht glauben, It's so clean. dass es so sauber ist. Coming from Manila, Also wenn man von Manila kommt. I could not believe. I saw a tante Also ich habe hier dann so eine Tante gesehen. in the streets, Auf der Straße, not in her house, nicht in ihrem in Haus, the streets. sondern auf der Straße She picked up garbage und hat Müll aufgehoben and she threw it. und hat es dann weggeschmissen. I have not seen that in Manila. Also in Manila sieht man sowas nicht. When we went to Japan, Als wir nach Japan gegangen we were sind, in Tokyo. da waren wir in Tokio. I ate a bonbon, candy. Ich habe so einen Bonbon gegessen I wanted to throw the wrapper. und dann wollte ich die Verpackung wegschmeißen. We could not find a garbage can. Wir konnten keinen einzigen Mülleimer finden, And yet you do not find one garbage on the street. aber dennoch hast du dort auf den Straßen kein einziges Mal irgendwo Dreck It's so gefunden. clean. Es ist so sauber dort, And there's no garbage can. aber es gibt keine Mülltonnen. I mean, people are so disciplined. Die Menschen dort sind so diszipliniert. You know what I'm saying? I see it.
Versteht ihr, was ich damit sagen möchte? Ich sehe es. Nobody told it to me. Keiner hat es mir gesagt, I saw it. sondern ich habe es gesehen. Wisdom can be seen. Weisheit kann man sehen. We thank God for our visitors who've come for the first time. Und wir danken jetzt natürlich unseren ganzen Gästen, die zum allerersten Mal dabei sind. By now you have seen a lot already. Jetzt habt ihr schon viel gesehen. Good and not so good. Gut und nicht so gute Dinge. You know? That's why when you go to a shop or what, then or you go to a website and then it pops up. Willst du teilnehmen von einer Umfrage? Would you please give a feedback, a survey? Deshalb, wenn du in irgendeinen Laden eintrittst oder online irgendwo was schaust, sobald du reingehst, kriegst du irgendwie so die Frage, möchtest du bei einer Umfrage teilnehmen? Because the company wants to be excellent. Weil die Firma möchte exzellent sein. So if you also have a feedback for us, Deshalb, wenn ihr ein Feedback habt, dann könnt ihr gerne zu uns kommen. let us do everything so that we can be a good representative of heaven on earth. Lasst uns alles daran setzen, ein gutes Vorbild, ein gutes Repräsentant des Himmels auf Erden zu sein. I thank you for praying for me. I ministered in the pastors' conference. Danke, dass ihr für mich gebetet habt. Ich habe auf der Pastorenkonferenz gedient. A couple came to me. Und es kam ein Ehepaar auf mich zu. The woman was holding back her tears. Und die Frau hat ihre Tränen zurückgehalten. She said, you prophesied over us when you were in Salzgitter. Und sie hat gesagt, du hast für uns prophezeit, als wir in Salzgitter waren. You said that our son will come back to the Lord. Und du hast gesagt, dass unser Sohn wieder zurück zum Herrn finden wird. And that God will use him. Und dass der Herr ihn nutzen wird. When you prophesied, our son at that time was very rebellious. Als du das zu der Zeit prophezeit hattest, da war unser Sohn sehr rebellisch He broke our heart. und hat unser Herz zerbrochen. But you prophesied. Aber du hast das prophezeit. And now our son is a leader in the church. Und heute ist unser Sohn ein Leiter in der Gemeinde. Und sie hat geweint. When I ministered, here, Also das jetzt, als ich hier gedient habe, I saw God was forgiving 3 women habe ich gesehen, wie Gott 3 Frauen vergeben hat, who had abortion. die eine Abtreibung hatten. Of course, I did not say who. Natürlich habe ich nicht gesagt, wer es war. An elderly woman Und dann kam eine ältere Dame who had an abortion 50 years ago. und sie hatte die Abtreibung 50 Jahre zuvor. Up until that time was still guilty. Und bis zu dem Zeitpunkt jetzt hier bei der Konferenz hat sie sich schuldig gefühlt. But because I spoke the word of the Lord, Aber weil ich das Wort Gottes gesprochen and I hatte declared forgiveness, und Vergebung erklärt hatte, she was dancing sie hat getanzt. after 50 years. Nach 50 Jahren. Now, if the Lord puts something in your heart, Wisst ihr, wenn Gott etwas in dein Herz setzt, you do it for the glory of the Lord. dann tu es für die Herrlichkeit Gottes. Can I stay there? Oh, there's so much, but then, you see, when we talk about excellent spirit, details matter. Wenn wir über einen exzellenten Geist sprechen, dann sind die Details wichtig. You know, when you I think women are more detailed. Ich glaube, dass Frauen mehr detailliert sind. You know, coming over here, Wisst ihr, als wir dann hier eingewandert sind, my wife told me that my hair at the back was standing. ach so, als wir hier reingekommen sind, hat meine Frau mir gesagt, dass meine Haare hinten abstehen. Details matter. Wisst ihr, Details zählen. That's why, you know, when we have our service, Deshalb, wenn wir unser Gottesdienst haben, it's not just coming here and you know, singing and here, sitting down for a preaching. wisst ihr, es ist nicht einfach nur, um hierher zu kommen, zu singen, zu sitzen, eine schöne Predigt zu hören, We want the details to be excellent. sondern wir wollen, dass auch die Details exzellent sind, It's for God. weil es für Gott ist. Alright, I think I made my point. Ich glaube, ich habe meinen Punkt Alles gemacht. klar? Alright, good. Aber wir werden jetzt noch gleich das Abendmahl feiern. You see, then sometimes when we talk about this,
at the back of our mind, wait a minute. We're not supposed to be pleasers of men, we're supposed to please God. Wenn wir jetzt darüber reden, dann kommt oft der Gedanke, warte mal. Wir müssen doch nicht den Menschen wohlgefallen, sondern doch nur Gott. Should we design our gatherings so that it will be attractive to the world? Sollen wir unseren Gottesdienst so gestalten, dass es für Ungläubige attraktiv ist? Well, first of all, we want to please God. Zuallererst, wir wollen Gott gefallen. Amen? Amen? But you see, it pleases God when we win a lost soul for the Lord. Aber wisst ihr, Gott hat Wohlgefallen daran, wenn wir einer verlorenen Seele helfen, wieder zurückzufinden. Alright? There's an Iranian Muslim in the Philippines. Es gibt einen iranischen Muslim auf den Philippinen. I still remember his name. Mansoor Shayestepur. Mansoor Shayestepur. Mansur Shab. Ja, He's a Muslim. Sie ist eine Muslimin Iranian. und Iraner. And then he was a friend of my auntie. Und er war ein Freund von meiner Tante. And we have a Bible study Und dann hatten wir in Bibelstunde the house of my auntie. in dem Haus von meiner Tante. But every time we have a Bible study, Aber jedes Mal, wenn wir eine Bibelstunde hatten, there's food, gibt es immer Essen. there's eating. Also es wird danach immer gegessen. And my auntie prepares good food. Und meine Tante hat gutes Essen immer So vorbereitet. Mansoor comes because of the food. Deshalb ist dieser Mansur wegen dem Essen gekommen. He comes, he likes to eat. Er kommt, weil er gerne isst. He does not care about the Bible study. Es interessiert ihn nicht, was es in der Bibelstunde geht. But he comes. Aber er kommt. One day, Und eines Tages, while my brother was preaching, als mein Bruder gepredigt hatte, Mansoor saw a white dove from heaven come down on my brother. hat Mansur eine weiße Taube gesehen, wie sie vom Himmel runter auf meinen Bruder gekommen ist. He thought it was the rice or the meat, Er dachte, dass vielleicht etwas mit dem Fleisch oder mit dem Reis nicht stimmte, but he saw a vision. aber er hat es gesehen. And then he was so captivated by that. Dann war er von was ihm gesehen hat, war er so ergriffen He said that. und hat es dann gesagt. And making the story short, Um die Geschichte kurz zu halten, Mansoor ended up giving his life to Jesus Christ. hat Mansur sein Leben dem Herrn Jesus Christus But you see, gegeben. the food Aber wisst ihr warum? Es war das Essen. got Mansoor. Weil, ja, das Essen hat ihn dazu verlockt. You know, we're fishermen. Wir sind Menschenfischer. How do we catch Die fish? Frage ist jetzt, wie fängt man Fische? And I tell you, an excellent spirit will draw them. Und ich sag's euch, ein exzellenter Geist wird sie anlocken. How many people come to a gospel concert? Wie viele Menschen kommen, wenn es ein Gospelkonzert gibt? They're not Christians. Sie They don't believe in God. sind nicht Gläubige, sie glauben nicht mal an Gott. But if it's quality music, Aber wenn es Musik mit Qualität ist, they listen. dann hören sie zu. And then eventually the message comes to their heart. Und früher oder später wird die Botschaft durchdringt dann das Herz. Jesus left the 99 to get the one lost sheep. Jesus hat die 99 Schafe zurückgelassen, um das eine Verlorene zurückzuholen. Be consistent when you talk about excellent spirit. Sei konsistent, wenn du über Exzellenz sprichst. Even though they were threatened, Daniel continued his custom. Obwohl sie Daniel bedrohten, hat er trotzdem weiterhin gebetet. All right, let me finish now. Now, if you want to be excellent, you have to learn, you have to be teachable. Wenn du exzellent sein willst, dann musst du belehrbar sein. We need to learn to adjust. Wir müssen lernen, uns anpassen zu können. Accept correction. Wir müssen Korrektur aufnehmen können. All right, just write down the scriptures. Proverbs Schreibt 9, euch 8 and 9. diese Verse auf, Sprüche 9, Ecclesiastes 7, 8 bis verse 9 und Prediger 7, Vers 5. All right. If you're corrected, thank you for the correction. Wenn dich jemand ermahnt, dann sei dankbar dafür, dass du korrigiert wurdest. Can I think I'm done. We'll get ready for the communion. Also bereitet eure Herzen vor für das Abendmahl.